Ja, und jetzt auch weil du sagst, dass die Band eben hobbymäßig strukturiert ist. Wir wissen ja alle, dass ihr nebenbei noch im Berufe habt oder im Studium. Würde die Band schon genug abwerfen, quasi, dass ihr das beiseite lassen könntet? Oder? Also im Moment wäre das gar kein Problem, ja. Aber weißt du auch immer, wie das ist mit einem Hype, ne? Also Leute, die wirklich in der Musik drin sind, die werden sich immer dafür interessieren, aber jetzt die riesengroße Masse, die einen da in die Top 10 von Charts hieft, die kann auch sein, dass sie sich in einem Jahr einen Arsch für einen interessieren. Ne? Deshalb tun wir da die Strukturen in unserem Leben nicht irgendwie aufbrechen oder so. Ne? Also das ist auch keine Angst, sondern ganz einfach, es ist oftmals stressig, aber es ist auch schön, um auf dem Boden zu bleiben. Ne? Also wenn ich in der Bibliothek sitze und lese da meine Bücher, dann freue ich mich, wenn es am Wochenende raus auf die Bühne geht. Aber wenn ich so 2 Wochen auf Tour im Nightliner bin, dann bin ich dann auch schon wieder froh, wenn ich mal auf der Uni da meine Ruhe habe und wieder ein bisschen lesen kann. Das ist so eine ganz gute Balance immer. Und das behalten wir eigentlich bei und dadurch, glaube ich, ist uns auch so ein bisschen Power erhalten geblieben, wie man bei vielen anderen Bands, die so 300 Shows im Jahr spielen, wenn man die dann sieht, Show Nummer 250. Das merkt man dann schon einfach. Ja, das merkt man den halt irgendwie an. Ja, also wir heute Abend, ne? Also keine Ahnung, gut, gestern ist unser Drummer auch umgekippt, weil er irgendwie was verschleppt hatte. Das kann passieren, aber wir sind halt einfach hergekommen mit einem Bus, wir haben keine Crew mit gar nichts, wir stimmen heute unsere Gitarren selber, hängen da einen Backdrop hin und spielen eben für die Leute. Ne? Da ist nicht groß professionell irgendwie was gemacht, sondern ja genau, und solche Sachen machen wir eben auch noch. Und das ist uns auch wichtig. Ja. Und gestern und heute habt ihr ja mit der Devastating Enemy gespielt. Ja. Und was haltet ihr von der Band so? Also ich finde die Band echt richtig cool, also vor allem das Video, was ich gesehen habe, das war auch von der Produktion richtig fett, ne? Also der Sound und so. Und die haben das halt alles selber gemacht, also die Produktion. Also echt super, also ist auch, man merkt auch, dass da jeder sein Instrument spielen kann. Die haben uns auch gut mit Backline ausgeholfen und so und heute war irgendein Verstärker abgeraucht, da borgen wir den halt mal einen Verstärker irgendwie, also so wie es sein muss, ne? Also man hat ja auch oft, wenn man mit Bands zusammenspielt, dass gerade Bands, die noch nicht so riesen bekannt sind, sich einbilden, sie wären irgendwie bekannt und machen da einen auf Rockstar. Das ist meistens bei kleineren Bands schlimmer als bei größeren Bands, aber gerade Devastating Enemy war jetzt eine total sympathische Band, die da, also wir haben da viel Spaß gehabt mit den gestern, das war echt cool. Also so macht das Spaß. Also wir haben auf jeden Fall alle Voraussetzungen dafür, dass Österreich mal wieder eine coole große Metalband an den Start bringt. Ne? Ja, jetzt haben wir mit The Sorrow und Devastating Enemy, vielleicht entwickelt sich da ja was. Ja gut, The Sorrow ist ja schon eine ziemlich bekannte, ne? Also mit dem waren wir ja auch schon auf Tour, das macht auch Spaß. Das ist ein netter, chaotischer Haufen, genauso wie wir. Also man versteht die Vorarlberger immer nicht so richtig, wenn sie miteinander reden, aber wenn sie sich Mühe geben, dann haut das schon hin. Okay, jetzt zum Abschluss noch, was für Musik hörst du zurzeit privat? Irgendwas, was du empfehlen könntest, was eher unbekannt ist? Also eher unbekannt ist, ich habe jetzt eine CD von einer schwedischen Band geholt, die ist aber auch schon älter, Lingua heißt die hat mich ziemlich umgehauen, das war echt eine geile Platte. Ansonsten, ja, was hat mich in letzter Zeit noch weggehauen? Ich habe jetzt in letzter Zeit eigentlich ein bisschen mehr ältere Sachen wieder gehört, also auch so ein bisschen, ja, diese krastigere, undergroundigere Tragedy habe ich mir mal wieder angehört oder alte Katharsis oder so. Das hat schon Spaß gemacht. Ansonsten gab es noch eine Band aus Island, wo 2 Mädels dabei sind, eine singt und spielt Gitarre und eine spielt Gitarre, die fand ich sehr geil, die heißen Angist, heißt die Band. Also da habe ich eine Promo-CD bekommen von denen, die waren fett. Also wieder Island. Ja, also das war so, ist aber keine, also die klingen eher so wie die schwedischen Nagelfahrer oder sowas, also es ist eher so ein bisschen angeblackmetalt. Aber die haben mich echt weggehauen, also das war eine coole Band. Ja. Na gut, dann vielen Dank nochmal. Keine Ursache. Bitte. Ja. Okay. Schön. Danke.